Heute ist die Küche dran. Oder ab jetzt. Ab jetzt ist die Küche dran. Weil das wird sicher ein Prozess über mehr als nur einen Tag. Wir waren heute im Hornbach. Und im Obi und im Bauhaus. Im Obi, im Bauhaus, überall ein bisschen. Und wir haben alles zusammengekauft, was wir denken, was wir brauchen werden. Die Seitenplatten, die haben wir uns schneiden lassen, weil wir nicht ausgerüstet sind, um so präzise zu schneiden. Und aus diesem Grund haben wir das zuschneiden lassen. Den Rest zeigen wir euch jetzt. Wir sind uns, glaube ich, selber noch nicht ganz sicher mit dem Konzept, aber wir glauben, das wird schon halten, wird schon gut ausschauen. Genau. Also viel Spaß! Endlich für heute fertig. Wir haben mal den Korpus gemacht von der Küche. Tada! War nicht so schwer, wie wir dachten. Ich hatte ja Bedenken, weil wir hier keine hochkant so Verstrebung machen. Dadurch, dass wir aber hier ja massives Holz haben, was ist das? Geleimte Fichte oder so? Ja, 18 mm geleimte Fichte. Genau. Ist es sehr stabil. Das ist sehr stabil, ja. Und es wirkt auch stabil, nicht so wie manche OSB-Platte, die dann so wackelig wird. Die kommen dann noch an die Rückwand und die nutzen wir dann, um die Küche mit der Wand zu verschrauben. Genau. Zusätzlich werden wir sie am Boden noch verschrauben. Ja. Mit der Platte, die wir am Boden haben. Und dann sollte sie halten. Im Idealfall. Ja. Ja, und dann kommt natürlich noch die also die Arbeitsplatte, die haben wir ja schon fertig. Die wartet nur drauf, montiert zu werden. Die hat auch viel Arbeit gekostet. Ja. Und ja, die Türen, da machen wir diese Brettertüren. Aber nicht heute. Ich streiche jetzt hier die Latten, die wir für die Barn Door verwenden. Wir haben beschlossen, dass wir sie zuerst streichen und dann zusammenschrauben, damit es ein bisschen schöner aussieht. Dann kann man es besser schleifen und so. Und ja, jetzt streiche ich die. Nachdem wir die Barn Doors hier vorne fixiert haben, beginnen wir mit diesen Topfscharnieren. Dafür haben wir so ein Set gekauft. Wichtig zu beachten, es gibt verschiedene Topfscharniere, 26 mm oder 35 mm. Wir haben die 35 mm genommen und mit dem ist es ganz einfach. Man hält es hier auf der Seite hin und mit einem Bleistift kann man das hier markieren, wo man es ungefähr will. Dann in die Mitte ein Loch. Und eigentlich war es dann schon.
So, und schon ist alles dran. Und jetzt können wir es eigentlich nur noch fixieren an den Schrank. Und dann wäre das auch schon gemacht. Wir haben schon 3 fertig gemacht. Das ist eigentlich der letzte, der noch gemacht werden muss. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht es ziemlich schnell. Holt euch dieses Set. Es erleichtert euch unheimlich die Arbeit. Am besten geht es natürlich zu zweit, aber es geht auch alleine, wie ihr gesehen habt. Also es ist durchaus möglich. Also, weiter geht's. Die Arbeit mit Holz erfüllt uns bisher mit einer ganz eigenen Zufriedenheit. Und umso wichtiger war für uns die Fertigung der Arbeitsplatte der Küche. Für das massive Herzstück suchten wir deshalb direkt in den Sägewerken der Umgebung nach dem richtigen Holzzuschnitt, damit die Arbeitsplatte der Küche das gewisse Etwas geben könnte. Vom Sägen über das Leimen und sogar das eigenhändige Hobeln haben wir sie dann selbst verarbeitet. So, nachdem wir gestern dieses Loch hier gemacht haben für die Emaille-Schüssel, wir haben das mit einem Spezialwerkzeug gemacht. Das ist so ein Presswerkzeug. Das spannt man hier ein. Also man macht grundsätzlich ein kleines Loch hier ein, spannt das hier ein und dann scharrt man das zusammen. Wir haben es leider nicht aufgenommen, aber wirklich ziemlich cooles Gerät. Das Loch ist super rund und wir mussten nur noch ein bisschen schleifen, um das perfekt hinzubekommen. Danach haben wir das ganz simpel hier angeschraubt. Hinten sieht es dann einfach so aus, ganz einfach. Und dazu werden wir jetzt diesen Schlauch befestigen. Der führt einmal durch einen Teil der Küche durch, um danach hier in unserem Grauwassertank zu landen. Zwischendurch werden wir noch so einen Siphon einbauen. Zum einen für den Geruch und ja, eigentlich nur für den Geruch machen wir das. Ja, und das kommt an die Wand. Danach werden wir noch den Wasserhahn einbauen. Dazu müssen wir hier hinten noch ein Loch bohren und dann wären wir eigentlich so quasi mit dem Wasser hier fertig. Und damit sind wir mit unserer Küche fertig und es freut mich wirklich riesig, dass wir das geschafft haben. Ich mache euch jetzt noch eine kurze Tour und zeige euch, wie wir die Küche nutzen wollen. Und hier fangen wir auch schon gleich an mit dem Waschbecken und unserem Wasserhahn. Und da habe ich eine Frage an euch. Wir haben hier eine Tauchpumpe dafür und uns würde jetzt interessieren, ob ihr auch eine Tauchpumpe habt oder eine Druckpumpe und was eigentlich die Gründe dafür oder dagegen waren, die zu eurer Entscheidung geführt haben. Hier zum Waschbecken noch kurz.
das haben wir auf einem Flohmarkt gekauft in meiner Heimatstadt in Österreich und daher ist das natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Weiter unten gehen wir jetzt zu den Schränken und da möchte ich noch kurz erwähnen, wir haben uns hier von Oscar the Explorer inspirieren lassen. Laura und André haben in ihrem Düdo eine sehr ähnliche Küche verbaut, auch in diesem Barn-Door-Stil und das hat uns super gut gefallen. Deswegen haben wir uns dafür auch entschieden. Wir verlinken euch hier oben auch ihr Video, da könnt ihr mal bei denen reinschauen. Zurück zu dieser Küche nun. Hier unten werden wir die Abflussleitungen führen und das Gas wird sich auch hier unten befinden. Wenn wir dann hier rüber gehen, hier haben wir unseren Gaskocher untergebracht und deswegen öffnet sich dieses Fach auch von oben nach unten, sodass wir hier sehr gut zugänglich an den Gaskocher rankommen können und den hier oben hochstellen können. Passend dazu haben wir hier oben auch unser Schiebefenster. Das stellt dann sicher, dass wir beim Kochen auch immer frische Luft haben und hier immer schön Luftzug vorhanden ist. Hier unten haben wir dann unseren Abwasserkanister, der ist 16 Liter groß und der sollte dann auch natürlich regelmäßig geleert werden, da der nicht so groß ist, aber das verhindert ja dann auch unangenehme Gerüche. Und außerdem haben wir hier auch unseren Abfalleimer und ein bisschen mehr Stauraum, also das werden wir sicher auch noch hier weiter nutzen. Im letzten Teil unserer Küche haben wir hier unsere Schublade, ja, es ist nur eine. Hier werden wir das Besteck unterbringen, Löffel, Gabeln, all das Zeug halt. Und hier zu guter Letzt haben wir noch ein Fach. Das ist im Moment noch leer, aber ich glaube, das bleibt nicht lange so. Da werden wir sicher Töpfe oder Essen oder irgendwas unterbringen, da finden wir sicher was. Ja, und damit wäre es das auch schon. Wir hoffen, diese Küche gefällt euch. Ihr habt vielleicht auch was mitnehmen können für euren eigenen Ausbau. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lässt, einen Daumen hoch oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auch ein Abo. Also wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann würde uns das sehr freuen. Und wir sehen uns damit in 2 Wochen wieder, wenn wir uns um die Oberschränke kümmern und die hier oben anbauen. Bis dann, tschüss!